We are TUM. 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 An unserer Universität gibt es ja seit etwa 3 Jahren Schools. Hier wurden die Organisationsstrukturen von Fakultäten aufgelöst, um in den neuen Schools interdisziplinär und gemeinsam zu forschen und zu lernen. In unserer neuen Folge stellen wir nun die School of Medicine and Health vor. Den besten Einblick in die School gibt uns jetzt Stefanie Koms. Sie ist Gründungsdekanin und gleichzeitig führende Expertin auf dem Gebiet der Radioonkologie. Den Bogen zu Gesundheitswissenschaften schaffen wir mit Orkan Okan. Seine Forschung umfasst alle Facetten der Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft. Und wie die TUM und Spitzensport ein gutes Team sind, erklärt Helena Engel, Sport-Ernährungswissenschaftlerin. Sie promoviert zum Thema Energiebilanz im Skisport. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Stefanie Koms. Danke für Ihre Zeit. Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Sie sind Dean, eben wie ich sagte, der School of Medicine and Health, zu der nun die Gesundheitswissenschaften gehören. Wo genau sind die zukünftigen, jetzigen Gemeinsamkeiten? Das Schöne ist, dass wir durch die TUM School of Medicine and Health den Bogen von Gesundheit, von Krankheitsentstehung schließen hin zu personalisierten Therapien, zu innovativen Therapien und dann nachfolgend auch das Thema vielleicht Rehabilitation, also Menschen wieder zurück in das Leben bringen nach ihrer Erkrankung. Und so können wir praktisch so einen ganzen Kreislauf schließen und die Gemeinsamkeiten, das sind so viele. Insofern war dieser Zusammenschluss und dieses gemeinsame Auftreten genau der richtige Weg. Um es konkret zu machen, können Sie ein Beispiel nennen, was viele Bürger und Bürgerinnen betrifft, wo Sie sagen, da ist jetzt ein wunderbarer Kreis? Wir wissen zum Beispiel, dass bei Krebserkrankungen das Outcome, also das Überleben, die Krankheitsbehandlung effektiver ist und besser ist, wenn die Patientinnen und Patienten sich bewegen. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie Marathon laufen, aber ich meine, dass sie irgendwas machen, was ihnen Spaß macht. Und genau diese Verbindung aus Sport, Bewegung und Krankheitsbehandlung ist einfach ideal, um zu zeigen, wie das Ganze verzahnt ist. Und das Gleiche gilt eben nicht nur für Krebs, das Gleiche gilt auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gilt für neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Insofern gibt es da eine ganze Menge Beispiele, die hier diese Verzahnung zeigen. Wie kann ich mir vorstellen, ich werde jetzt ganzheitlich oder allumfassend von euch behandelt? Wie läuft es dann ab? Wir haben ja mehrere Standorte in München in der TUM School of Medicine Health. Ich sag mal, zentral haben wir 2 große Standorte. Das eine ist das TUM Klinikum, wo eben Behandlung, Diagnose, Therapie und so weiter stattfindet. Und wir haben den TUM Campus am Olympiapark, wo eben das Thema Sport, Bewegung, Sportwissenschaften und so weiter verortet ist. Diese beiden Campi bieten unterschiedliche Angebote an, die man dann als gesunder Mensch, aber auch als Patient wahrnehmen kann. Was hat Sie am meisten erstaunt bei der Zusammenführung? Erstaunt hat mich tatsächlich, dass es Menschen gab, die das nicht gut finden oder fanden, weil sie gesagt haben, das ist doch so weit auseinanderliegend, die Medizin ist doch, macht doch ganz andere Sachen als die Gesundheitswissenschaften, weil für mich war es so klar, dass das einfach wie ein Puzzleteil zusammenpasst und ich glaube, das hat der Weg der letzten 3-4 Jahre auch gezeigt, dass wir schön organisch zusammengewachsen sind, vielleicht noch nicht komplett den Prozess abgeschlossen haben, aber dass einfach die Gemeinsamkeiten in jedem Fall überwiegen. Das klingt ja jetzt sozusagen im Kleinen wie jetzt bei der Bundesregierung im Großen, die Gegner oder die Kritiker mitzunehmen. Wie haben Sie es jetzt gemacht oder wie machen Sie es als Tipp für die große Politik? Ich glaube, man muss Beispiele generieren, wie Dinge funktionieren können. Man muss einfach eine klare Linie vorgeben und ein klares gemeinsames Ziel. Das muss man immer wieder nachjustieren. Und natürlich wird es immer wieder kritische Stimmen geben. In manchen Teilen sind die auch gut, weil die helfen einem ja immer wieder nochmal zu adjustieren. Aber am Ende muss man die Menschen mitnehmen und man muss mit denen, die dran glauben, Beispiele schaffen, Examples, Role Models, denen die anderen dann folgen können. Belegen und widerlegen Sie doch so ein
Beispiel, wo Sie den Kritikern zeigen konnten, Mensch, ist doch jetzt alles besser oder hier zumindest dieser Aspekt? Genau, also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Ich fange mal mit dem rein wissenschaftlichen Bereich an. Die Medizin und andere wissenschaftliche Bereiche auch haben ja so Traditionen, wie sie Forschung machen. Also zum Beispiel ESC-Grant einwerben oder große Forschergruppen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurden. Während die Gesundheitswissenschaftler einfach vielleicht andere Dinge machen, andere Projekte, andere Gelder und so weiter. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch die ersten ESC-Grants in diesem Bereich. Wir haben die ersten Forschergruppen, wirklich große Förderprogramme, wo wir zeigen, dass das eben auch gemeinsam in eine ähnliche Richtung läuft. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es wirklich schöne klinische Daten gibt. Ich habe vorhin das Thema Krebs genannt, aber es gibt es auch eben im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wirklich in hervorragender Weise zeigen, wie jetzt Sport und Bewegung einen Einfluss haben auf die Menschen, auf Krankheitsentstehung bei Kindern und auf Erwachsenen. Und ich finde, diese Daten, diese gemeinsamen Daten sind genau entscheidend. Sie meinten zu Krebs-Synergien, Herz-Kreislauf-Synergien. Fällt Ihnen noch spontan eine Synergie ein, ein Synergieeffekt, wo Sie sagen, das ist auch viel besser jetzt durch die Zusammenführung? Es gibt noch einen Punkt, der jetzt vielleicht gar nicht auf eine Erkrankung fokussiert ist, sondern wir haben ja wie überall im Gesundheitssystem im Moment die Herausforderung, dass die Finanzen knapper werden, dass wir mit diesen knapper werdenden Ressourcen einfach gut umgehen müssen. Und was wir im Bereich der Gesundheitswissenschaft natürlich auch haben, ist eine enorme Expertise im Bereich Gesundheitsökonomie, im Bereich Public Health. Auch dadurch entsteht natürlich eine Synergie, zu schauen, wie kann ich so ein Universitätsklinikum in einem Umfeld, was monetär vielleicht etwas rauer wird, auch hervorragend aufstellen. Also das ist auch ein Thema, was jetzt jenseits dieser Krankheiten auftritt. Sind schon neue Studienprogramme entstanden oder in Planung, die genau eben auf diese Verbindung von Medizin, Sport und Gesundheitswissenschaften abzielen? Wir haben ja im Rahmen dieser Zusammenführung die Struktur für die School neu aufgesetzt. Wir haben neue inhaltliche Fachbereiche aufgesetzt und in diesen einzelnen Themenbereichen sind jeweils Protagonisten aus der Medizin und aber auch Protagonisten aus den Sport- und Gesundheitswissenschaften. In diesen einzelnen Bereichen entsteht eine ganze Menge, also zum Beispiel KI. Ja, es gibt eine ganz, ganz enge Verbindung der Nutzung von Wearables, Fitness-Trackern und so weiter, um das zu nutzen, um die Gesundheit am Ende zu verbessern. Als Beispiel, aber auch in allen anderen Bereichen gibt es da wahnsinnig viel, was entsteht. Welcher medizinische Fortschritt in Ihrer School fasziniert Sie am meisten? Die Technik, also diese enge Verzahnung der Medizin mit der Technik, der TUM ist natürlich was enorm unique ist, ja, was andere Standorte natürlich nicht haben und was die TU-Medizin ausmacht und am Ende auch einen tollen Mehrwert haben. In 5 Jahren möchten Sie was erreicht haben, also Ihr persönliches, berufliches Ziel und vor allem etwas, was Sie stört, bestenfalls abgeschafft haben? Ich glaube, unser gemeinsames Ziel als TUM und als TUM School of Medicine and Health muss sein, diese School, die jetzt, wie ich finde, in wirklich hervorragender Weise zusammengeschlossen ist und auf den Weg gebracht wurde, zu konsolidieren, zu entwickeln, das Profil weiter zu schärfen, die Gemeinsamkeiten zu stärken, sodass wir eben in 5 Jahren nicht mehr fragen müssen, heben Sie doch mal die Gemeinsamkeiten raus, sondern die kennt ja dann schon jeder. Und ich glaube, das ist unser gemeinsames Ziel und da arbeiten wir auf Hochtouren dran. Sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Nach diesem Einblick in die enge Verzahnung von Medizin und Gesundheitswissenschaften richtet sich der Blick nun stärker auf die Frage, wie können wir Krankheiten verhindern, bevor sie überhaupt entstehen? Denn Gesundheit beginnt nicht erst im Klinikum, sondern im Alltag, in der Schule, in unserer Gesellschaft. Hallo Orkan Okan, schön, dass Sie da sind. Hallo Clarissa Ruge, ganz lieben Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Stichwort Prävention und Gesundheitsforschung. Was ist hierbei das Ziel? Bei der Prävention denke ich als Gesundheitswissenschaftler natürlich in erster Linie an die Primärprävention. Das heißt, ich möchte Krankheiten und Risikopotenziale für Krankheiten verhindern, ihnen vorbeugen. Und das machen wir in der Gesundheitsforschung, indem wir die Ressourcen untersuchen, die Menschen benötigen, um diesen Risiken gestärkt zu begegnen.
Machen Sie es konkret, bitte? Wir haben beispielsweise Fördermaßnahmen und Interventionen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen, wo wir Kindern und Jugendlichen beibringen, wie sie adäquat mit gesundheitlichen Informationen umgehen, um Entscheidungen für die Gesundheit zu treffen und so mit ihre Gesundheit zu fördern. Kinder und Jugendliche, jetzt frage ich mich, sind die denn schon so bewusst, dass sie wissen, okay, Cola vielleicht gar nicht so gut, Hanuta noch schlechter? Also sind sie auch interessiert oder was haben Sie so für Erfahrungen? Es ist natürlich tatsächlich so, dass bei vielen gesundheitlichen Anliegen wenden sie sich noch an ihre Eltern. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz klar, dass sie interessiert sind, dass sie motiviert sind, aktiv für ihre Gesundheit einzutreten. Auch da müssen wir sagen, das wissen Kinder eigentlich schon. Auch schon in der Grundschule, dass Gemüse und Obst besser ist als Fastfood, Pizza, Burger und Schokolade. Und dieses Wissen, das sie sich aneignen, nachhaltig in ihrem Lebensalltag in Handlungen, in Verhalten übertragen können, in das tägliche Handeln. Können Sie denn ein positives Beispiel, wo Sie gesagt haben, Mensch, da ist jetzt meine Energie nicht umsonst eingesetzt gewesen, sagen, wenn Sie an Schulen mit denen zusammenarbeiten? Also für uns ist es zum Beispiel wichtig, Kinder und Jugendliche nicht als ausschließlich eigenverantwortlich für ihre Gesundheit zu sehen. Ja, sie sind Menschen, die eingebettet sind in die sozialräumlichen Strukturen ihrer Umwelt. Und hier war es uns ein Anliegen, dass wir in der Gesundheitskompetenz eben genau diese Rahmenbedingungen mit einbinden können, weil wir wissen, das ist die größere Hebelwirkung. Und so haben wir viele Projekte in den letzten Jahren, wo wir für die Gesundheitskompetenz all diese anderen Menschen, beispielsweise in der Schule, mit adressieren durch unsere Intervention, die für die Kinder- und Jugendgesundheit wichtig sind. Das heißt, um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, um ihre Gesundheitskompetenz zu stärken, gehen wir häufig in diesen neueren Projekten über die Systemebene. Wir gehen nicht mehr direkt zu den Kindern, sondern wir versuchen, die Lehrkräfte, die Schulleitung, die anderen Erwachsenen auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen und ihre Rolle hervorzuheben, die sie auf dieser Systemebene für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen leisten können. Also diese Projekte im Querschnitt stellen ein sehr, sehr positives Ereignis dar. Die Gesundheitswissenschaften sind seit der Gründung der School of Medicine and Health mit der Medizin eng verbunden. Was bedeutet das konkret? Also erst einmal bin ich sehr froh, dass es diesen Merger gegeben hat und dass wir unsere Fakultät in das neue Department in der neuen School überführen konnten und jetzt interdisziplinär all diese Themen, die wir erforschen, gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, aus der Biomedizin und der Versorgung mit ihren Expertisen und Forschungserfahrungen untersuchen können. Unser Kosmos ist eigentlich dadurch größer geworden, was vorher zwei getrennte Fakultäten waren, ist jetzt sozusagen eine gemeinsame Fakultät, wo man auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen kann. Das ist jetzt in meinem speziellen Fall auch schon zweimal geschehen. So habe ich mit zwei Kolleginnen aus der Medizin jetzt auch zwei Projekte, die es ohne diesen Merger zum Beispiel nicht gegeben hätte. Meine letzte Frage ist auch eine persönliche. Jetzt sind Sie ja der Experte an Gesundheitsforschung. Gibt es Sachen, wo Sie sagen würden, Mensch, liebe TUM-Community, wenn ihr das macht, dann werdet ihr 100 Jahre alt? Ich glaube, für mich ist es wichtig, dass man positiv denkt, das Leben positiv annimmt, dass man sein Wohlbefinden stärkt, dass man Stress vermeidet, dass man Ruhepausen in sein Leben einbaut, ja, Work-Life-Balance, dass man versucht, zu all dem Aufwand, dem Alltagsstress, den man hat, auch genug Recovery-Zeiten mit einzufügen, weil es reicht, finde ich, nicht einfach nur den Stress zu reduzieren, um sich zu erholen, muss man sich auch hier aktiv Zeit nehmen. Wenn man sich selber stärkt, dann kann man das Leben oder die Herausforderungen des Lebens auch gestärkt annehmen und bewältigen. Das war jetzt sehr schön. Vielen Dank für das Interview. Danke sehr. Gesundheit bedeutet Prävention, aber auch Leistungsfähigkeit. Wie Forschung dort wirkt, wo der Körper an seine Grenzen geht und wie wissenschaftliche Erkenntnisse direkt im Spitzensport ankommen. Darüber sprechen wir jetzt mit Helena Engel.
hallo. Hallo. Sie forschen an der TUM zur Ernährungsbetreuung im Hochleistungssport, unter anderem für den Deutschen Skiverband. Können Sie an einem konkreten Beispiel erklären, wie aus einer Forschungsfrage an einer Uni am Ende ein praktisches Ernährungskonzept für Kaderathletinnen wird? Gerne. Also die Forschungsfrage, die kann ja aus verschiedenen Richtungen kommen. Entweder wir haben eine Problemstellung in der Praxis oder es gibt zum Beispiel eine Lücke in der Literatur, die wir gerne schließen möchten. Und jetzt haben wir zum Beispiel in unserem jüngsten Projekt die Frage uns angeschaut, wie sich die akute Einnahme von Koffein auf die Biathlon-Leistung auswirken könnte. Und zwar jetzt nicht nur im Laufen, sondern auch im Schießen. Und wenn man sich so die Literatur anguckt, dann weiß man ziemlich genau, dass es hier einen positiven Effekt auf die Ausdauerleistung gibt. Aber was eben auch in jüngsten Studien gezeigt wurde, ist, dass es sich gegebenenfalls negativ auf die Schießleistung auswirken könnte. Also haben wir uns jetzt in der Praxis gefragt, wie verhält sich das Ganze unter Belastung? Und haben die Athleten dann in einem relativ gut kontrollierten Projekt mal untersucht und einen simulierten Wettkampf durchgeführt. Und hier zeigen sich natürlich dann neben den Gewinnen für die Forschung, dass sich eben das Koffein sehr spezifisch auf die unterschiedlichen Aspekte, also feinmotorische Bewegungen im Vergleich zu Ausdauerkomponenten auswirken kann. Daneben haben wir natürlich auch die individuellen Faktoren und sehr, sehr wertvolles Feedback für die Athleten, was sie dann auch für sich in den Trainingsalltag mitnehmen können zur Entscheidungsfindung, wann setze ich Koffein in welchen Trainings- und Wettkampfszenarien ein. Wir sprechen von einem normalen Kaffee. Wie viele Tassen? Wir sprechen hier von einer standardisierten Menge von Koffein, also in Form von einem Getränk, wo wir ein Pulver reingemischt haben. Das waren 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, kann man ungefähr vergleichen mit 2 bis 3 Espressi. Gibt es noch was anderes, wenn wir schon in diesem sehr plastischen Bereich sind, so wie Kaffee und wie man sonst die Steigerung schafft? Genau, also wir haben natürlich verschiedene, das nennt sich ergogene Hilfen oder ergogene Substanzen, die man im Leistungssport auch einsetzen kann. Ist natürlich immer die Frage, wie hoch ist das Ernährungslevel der Sportler schon, welche Disziplin betreiben sie, macht sowas Sinn, macht sowas keinen Sinn. Aber hier haben wir natürlich auch neben dem Koffein, was ja auch eine der am besten untersuchtesten ergogenen Hilfen ist, auch andere Dinge wie beispielsweise Bicarbonat oder Kreatin, die man in bestimmten Szenarien auch zur Leistungssteigerung einsetzen kann. Wie gesagt, das ist aber immer dann sehr individuell und was dieses Koffeinprojekt auch gezeigt hat, dass man wirklich sportartspezifisch nochmal reinschauen muss und gucken muss, okay, welche Teilaspekte von dem Sport beeinflusst das dann wirklich und das macht es ja auch dann so spannend. Dann kommen wir doch zu Ihrer Arbeit und da versuchen Sie ja Energieverfügbarkeit, Periodisierung der Nährstoffzufuhr und metabolische Anpassungen eine große Rolle zu geben. Wie greifen diese Mechanismen im Alltag ein und wie kann ich die Leistung nicht nur kurz, sondern eine ganze Saison optimieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns in der Praxis eigentlich tagtäglich beschäftigt. Für uns jetzt als Ernährungswissenschaftler ist es wichtig, erstmal so das physiologische Anforderungsprofil von der Sportart kennenzulernen, wie läuft das Training im Detail ab, was sind die konkreten Ziele der Sportler und auf der Basis wird dann erstmal ein Strategieplan sozusagen erarbeitet und ganz wichtig auch die Erwartungen von beiden Seiten klar kommuniziert. Und dann kann man in die Umsetzung gehen und beispielsweise Gesamtenergiebedarf abschätzen, Mindestgrenzen für die Energieverfügbarkeit festlegen und überlegen, wie man bestimmte Ernährungsreize eben dann auch einsetzt. Und am Ende, glaube ich, was das Entscheidende ist für die Sportler, ob das dann auch eine Wirkung erzielt, ist die Übersetzung wirklich in Mahlzeiten und die realistische Umsetzbarkeit in der Praxis. Und da ist natürlich auch kontinuierliches Feedback und ein Monitoring ganz, ganz wichtig, dass das auch über eine ganze Saison sozusagen erfolgreich abläuft. Sie arbeiten an der Schnittstelle
zwischen TUM, Olympiastützpunkt Bayern, dem Deutschen Skiverband. Welche Chancen bietet diese enge Verzahnung von Forschung und Praxis? Und an welchen Punkten merken Sie auch teilweise durchaus Spannungsfelder? Das ist auch ganz interessant. Also die Vorteile würde ich ganz klar sagen als Schnittstelle, dass man so den Einblick in beide Welten hat. Also Herausforderungen der Athleten direkt in der Praxis live miterlebt und auch direkt so die Wirkung von einfachen Maßnahmen erzielen kann. Auf der anderen Seite natürlich an der Uni, dass ich den Zugang zu Literatur habe, Laboren, Messmöglichkeiten und auch den Kontakt hier zu meinen KollegInnen, was sich insgesamt schon, glaube ich, positiv auf die Arbeitsqualität auch in der Praxis auswirkt. Und herausfordernd kann natürlich schon sein, dass die Strukturen im Leistungssport jetzt nicht so mit der von der Universität vergleichbar sind. Manchmal muss man da wirklich schnelle Entscheidungen treffen. Man muss Kompromisse in der Praxis finden, die jetzt vielleicht nicht 100% wissenschaftlich belegt sind und generell natürlich auch als Mitarbeiterin diesen zwei Welten sozusagen gerecht zu werden und, sage ich mal, Best Practice in der Forschung zu machen und aber auch den Anforderungen so in der Realität, dass man die nicht außer Acht lässt. Sie haben ja hier studiert, machen jetzt Ihre Doktorarbeit und wussten Sie schon sehr früh, dass Sie doch so ein interessantes Berufsfeld entdeckt haben und vor allem es dahin auch geschafft haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn man hier beginnt zu studieren? Das ist eine sehr spannende Frage. Also für mich war eigentlich schon in der Schule klar, dass ich was Naturwissenschaftliches gerne machen möchte. Habe dann eben auch mit den Ernährungswissenschaften ganz klassisch angefangen, auch viel im Labor gemacht und sehr viel Fokus auf der Forschung quasi gehabt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir das eigentlich nicht ganz so ausreicht oder ich gerne auch diese Schnittstelle zum Sport oder die Kombination mit dem Sport gerne hätte. Und dass sich das dann am Ende so entwickelt, hätte ich natürlich nicht gedacht. Aber ich bin jetzt tatsächlich sehr froh, dass solche Stellen auch mittlerweile in Deutschland überhaupt geschaffen werden, dass man in solchen Bereichen arbeiten darf und dass es auch diese Kooperationen mit der Universität gibt und den Verbänden und man hier, glaube ich, so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten hat. Das heißt, das Ziel am Ende sind mehr Goldmedaillen? Genau. Okay, ich nehme an, Sie fahren selber Ski? Auch, ja, aber nicht auf dem Level wie unsere Athleten. So, jetzt habe ich ja schon das Glück, einen so wissenden Menschen vor mir zu haben mit Ernährungswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Sie können sich ja vorstellen, dass viele Tummler auch Sport machen. Was würden Sie denen raten, den quasi ambitionierten Amateuren? Ja, also ganz grundsätzlich wäre vielleicht mein Tipp, dass man sich mit dem Thema einfach auch mal beschäftigt im Alltag und seine individuellen Ziele mal für sich festlegt und wie die Leistungssportler auch dann versucht, für sich selber einen gut fundierten und realistischen Plan zu erstellen, an dem man auch, sage ich mal, arbeiten kann, ohne dabei zu viel von sich selbst zu verlangen und auch jetzt, sage ich mal, den Spaß an Sport und Ernährung nicht zu verlieren. Aber wenn wir nochmal darauf zurückkommen, auf den Espresso. den kann man natürlich auch gerade im Ausdauerbereich mit einsetzen. Schadet auf jeden Fall nicht. Und gibt es noch irgendwas, wenn Sie so geistig durch Ihre Küche gehen, wo Sie sagen, das wirkt gut, das ist gesund, das pusht aber auch? Ja, also auf jeden Fall die Kohlenhydrate nicht außer Acht lassen. Ich glaube, das ist so die grundlegende Regel. Und wenn es natürlich um das Training herum ist oder im Training, dann immer schön auf die leicht verfügbaren Kohlenhydrate zurückgreifen. Ja. Gut. Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Das war es auch schon mit der neuen Folge, diesmal mit einem Blick in unsere neue School of Medicine and Health. Aufgrund ihrer enormen thematischen Bandbreite konnte diese Folge natürlich nur einen ersten Einblick geben. Ich bin Clarissa Ruge und vielen Dank fürs Zuhören. We are TUM. 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 We are TUM.